Hallo, ich bin Marius. Das ist das Haus meiner Oma und als meine Oma gestorben ist, konnte ich hier in eine Wohnung einziehen. Für mich gibt es keinen Schrott, sondern ich kann alles nochmal wiederverwenden. Bevor ich euch mit reinnehme, zeige ich euch noch meinen Lieblingsplatz. Der ist auf der anderen Seite vom Haus. Da habe ich auch Sachen von meiner Oma und von meinem Opa mitverwendet. Und da treffen wir uns jetzt gleich. Das ist mein Lieblingsplatz. Das Outdoor-Schlafzimmer, direkt an der Lahn, umgeben von Natur. Man hört das Vögelgezwitscher. Hier bin ich im Sommer super gerne und schlafe hier auch sehr häufig. Früher, als meine Oma hier gewohnt hat, da stand hier einfach ein Tisch und dann ein paar Stühle. Und ich habe gedacht, ich möchte hier richtig eine Wohlfühloase, habe dann diese Outdoor-Lounge geschweißt, dass man da auch gut schlafen kann. Also ich bin Werkzeugmechaniker, deshalb ja, liegt mir Metallbau nah. Und ich wollte, dass es wertig ist und aber auch genau hier für diesen Balkon passt. Und habe dann die alten Möbel von meinem Opa und meiner Oma übernommen, wie dieser Tisch, der geflieste. Und auf der anderen Seite der Holztisch, den hat mein Opa aus verschiedenen Holzstämmen zusammengeleimt. Und der hat dann ein neues Stahlgestell bekommen. Und so wurde aus dieser Sitzecke dann eine gemütliche Outdoor-Lounge. Ich mag es richtig gerne, Sachen selbst zu machen. Und in Südafrika im Urlaub habe ich eine Leuchte gesehen, die mir richtig gut gefallen hat. Und habe gedacht, das kann ich auch machen. Meine Mutter ist Töpferin und dann haben wir diese Tonperlen alle geformt, gebrannt. Und ich habe so ein Stahlgestell aufgehängt, wir haben sie aufgefädelt. Man unterschätzt, was das hier für ein Gewicht ist, was da dran hängt und wie viele Kugeln das sind. Da haben wir ganz schön lang gerollt, aber am Ende ist sie so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe und ist auf jeden Fall ein Unikat, was man so nicht kaufen kann. Ja, dann kommt mal mit rein ins Wohnzimmer. Hier sind wir im Wohnzimmer. Mir ist immer wichtig, dass Räume gemütlich sind, Details haben und auch Persönlichkeit von mir haben. Und ich mag diese Mischung aus neu und alt. Das Sideboard, was ich im Studium gebaut habe, ist massiv aus amerikanischem Nussbaum gefertigt. Und hier unten ist eine Uhr integriert. So Details machen mir richtig viel Spaß. Also ich habe nachhaltiges Bauen studiert. Frank Gehry's Wiggle Chair nachgeähnelten Stuhl ist aus Wellpappe zusammengeleimt, habe ich mit einer Kommilitonin gebaut und da haben wir diese ganzen Pappschichten dann Stück für Stück aneinander geleimt und ist sogar super stabil, also kann man drauf sitzen. Diesen Hocker hier, den habe ich hier in der Gegend im Wald geholt, eine alte Eiche, habe den dann geschliffen. Meine Mutter töpfert ganz gerne Figuren und manchmal töpfere ich mit ihr zusammen und da sind wir sehr unterschiedlich, weil sie alles immer bis ins Detail und dann macht sie nochmal und hier nochmal und bei mir muss alles immer schnell gehen. Das ist immer ganz lustig, wenn wir zusammen töpfern. Bei mir sind dann zum Beispiel die Köpfe entstanden, die natürlich nicht ausmodelliert sind und wo ich immer denke, ja, eine Viertelstunde und dann muss der nächste. Und meine Mutter macht dann detailverliebt ihre Figuren und ist immer ein ganz schöner Kontrast. Bei dieser Schale, die ist aus Unterlegscheiben zusammengeschweißt. Das habe ich irgendwo gesehen und habe gedacht, boah, das ist so eine coole Idee, mache ich selbst. Habe dann Unterlegscheiben gekauft und dann habe ich angefangen zu schweißen, würde es nicht nochmal machen. Aber die Unterlegscheiben waren gekauft und dann musste ich da durch und ist jetzt auf jeden Fall eine ganz coole Schale, ein Einzelstück und war aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Ja, dann gehen wir in den offenen Essbereich. Die Wohnung haben wir komplett saniert. Da hatte ich viel Unterstützung von meiner Familie.
Früher war die Wand zu, war hinter eine ganz kleine Küche. Wir haben die Wand rausgenommen und dann haben wir diesen großen, offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich. Haben den Boden auch komplett erneuert. Der ist gebraucht von Kleinanzeigen. Dann der Esstisch ist auch vom Sperrmüll. Haben wir da ein bisschen aufgearbeitet. Man sieht die Patina, aber der ist uralt und tut immer noch seine Dienste. Genauso wie die Stühle. Die hatte meine Oma schon und jetzt passen sie hier auch ganz gut rein. Dieser Mix aus alt und neu. Die Couch habe ich auch bei Kleinanzeigen geschenkt bekommen. Ich fand es auch ganz schön, dann Sachen zu behalten, die mich an meine Oma erinnern. Und gerade bei dem Haus hier, das hat mein Opa gebaut und dann hat die Familie drin gewohnt mit 3 Generationen. Und das ist ganz schön, dieses Familiäre, man hat die Erinnerungen hier dran. Unter mir wohnt meine Tante, über mir mein Bruder. Vielleicht kommt irgendwann noch eine Generation dazu. Und diese Verbindung einfach zu dem Haus und zu dem Ort, das ist mir sehr wichtig. Gehen wir mal in die Küche. Der Küchenbereich ist jetzt nochmal zum Wohnbereich abgetrennt, damit man, auch wenn man gekocht hat, kann man alles stehen lassen, geht essen und sieht das ganze Geschirr nicht. Die Küche hat die Besonderheit, das sieht man jetzt auf den ersten Blick gar nicht, aber die wurde aus 4 Küchen zusammengewürfelt. Da habe ich überall gebrauchte Küchenschränke gesucht und dann die Fronten neu angepasst. Bei der Arbeitsplatte war es gar nicht so einfach. Mir war wichtig, dass es Massivholz ist und dass sie durchgehend ist. Und bei der Länge dann die passende Arbeitsplatte zu finden, ist eine Eiche-Massivholz-Arbeitsplatte. Beim Wassersprudler finde ich, ist eine super Sache, aber damals waren die alle total hässlich. Und dann habe ich ihn selbst geschweißt, habe quasi die Technik von einem bestehenden genommen, habe das Stahlgerüst geschweißt und dann noch mit Nussbaum verkleidet. Und so ist er funktional und ästhetisch. Und wie man sieht, habe ich viele Pflanzen. Ich liebe auch Pflanzen. Habe aber keinen grünen Daumen, behandle sie auch leider nicht so gut. Aber die harten Pflanzen, die überleben das und die Efeutute zum Beispiel fühlt sich in der Wohnung sehr wohl und kommt auch damit aus, wenn ich sie alle 2 Wochen nur gieße. Ja, hier im Haus wird ja viel selbst gemacht und so habe ich auch die Klingel selbst gebaut. Besteht aus 2 Weingläsern und einem Elektromagnet, was sich dann nach links und rechts bewegt. Anfangs sind die Gläser immer wieder mal runtergefallen, aber inzwischen habe ich sie auch so befestigt, dass sie oben an der Decke bleiben. Hier geht es ins Arbeitszimmer. Auch hier habe ich die Möbel wieder selbst gebaut. Der Schreibtisch ist auch aus einer Eiche gebaut. Das Stahluntergestell habe ich selbst geschweißt. Genauso wie bei dem Regal, das habe ich auch irgendwo gesehen. Habe dann das Stahlgestell geschweißt, habe auch genau ausgemessen, dass es durch die Tür passt. Und als wir dann soweit waren, das ins Haus bringen wollten, ist aufgefallen, dass die Haustür niedriger ist. Da hat es nicht durchgepasst. Dann haben wir es über den Balkon in die Wohnung gebracht. Und hier sieht man noch, wie gut es gepasst hat. Auch den Schrank habe ich selbst gebaut. Da hatte mein Vater in seinem Schuppen noch diese alten Türen. Und ich habe dann um die Türen herum diesen Stahlkorpus geschweißt und lackiert. Und hier sieht man, es muss nicht immer teuer sein. Das finde ich besonders schön. Also dieses Individuelle und dass man aus Sachen, die eigentlich schon mal im Müll waren, wieder sowas Wertiges schaffen kann. Ja, mir macht das so viel Spaß mit dem Renovieren, Bauen, Herrichten, dass ich das jetzt
auch hauptberuflich mache. Hier ist alles voll, deshalb geht es jetzt immer in die nächsten Wohnungen und Häuser. Hier ist die Werkstatt von meinem kleinen Bruder und mir. Hier entstehen die ganzen Möbel und Projekte. Das war früher eine Doppelgarage. Da haben wir die Mittelwand rausgenommen und uns ein bisschen eingerichtet. Eigentlich ist es hier immer total aufgeräumt. Nur heute sieht es ein bisschen chaotisch aus. Aber es ist für uns ein Riesenvorteil, die Werkstatt direkt am Haus zu haben. Man kann draußen arbeiten, abends einfach alles wieder reinräumen. Meistens schweißen wir dann direkt vor der Werkstatt bei größeren Projekten und haben hier jetzt so eine Mischung aus Metallbearbeitung und Holzbearbeitung. Das ist meine Oma, Irmchen. Die hätte sich bestimmt gefreut zu sehen, was jetzt aus ihrer Wohnung geworden ist. Es ist ein altes Haus, deshalb wurden auch die alten Türen, die mein Opa gebaut hat, so belassen. Und ich mag das ganz gerne. Ja, und hier gehen wir jetzt in den Flur. Von hier gehen die Zimmer ab. Auf der rechten Seite habe ich ein Abstellzimmer. Es ist natürlich auch wichtig, dass man Stauraum hat und gerade im Schlafzimmer möchte ich es nicht, dass es überladen ist, keine großen Kleiderschränke. Und da habe ich jetzt einen Raum, den man zumachen kann, wo einfach alles gelagert ist. Den Schrank habe ich natürlich auch selbst gebaut. Die Fronten sind von dem Wohnzimmerschrank meiner Oma. Ich habe die wiederverwendet und nur das Stahlgerüst drumherum neu geschweißt. So haben die Fronten auch eine Wiederverwendung gefunden. Und dann im Badezimmer gehen wir mal rein. Das Badezimmer hat mein Vater damals mit meinem Bruder schon saniert für meine Oma mit altersgerechter Dusche. Hier musste ich gar nicht so viel machen, hier konnte ich mit kleinen Details Persönlichkeit reinbringen, habe die Wandfarbe geändert, einige Pflanzen reingestellt. Die Handtücher sind auch noch von meiner Oma. So, dann gehen wir jetzt einmal ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer habe ich auch die Möbel wieder selbst gebaut. Das Bett ist aus amerikanischem Nussbaum gebaut, ohne Schrauben. Das kann einfach hier zusammengesteckt werden und dann jederzeit auch wieder auseinandergenommen werden. Und auch die Lampe hier, das war eine altbackene Leuchte, die ich mit Gips umzogen habe. Jetzt ist sie auf jeden Fall Geschmackssache, aber sehr individuell. Ich mag sie auch ganz gerne. Was ich besonders mag, ist hier in dem Raum, er ist sehr klar. Es sind sehr viele Lampen da. Leuchten mag ich sehr gerne. Das hier ist auch mein Lieblingsstück, aus einem Stück Eiche gebaut. Das ist auch selbst gemalt. Ist mir auch bewusst, dass es kein großes Kunstwerk ist, aber es bringt ein bisschen Farbe in den Raum. Und gerade in Kombination mit ein paar Zweigen sieht es dann ganz nett aus. Was man hier in dem Raum auch sieht, der Korkboden. Dadurch, dass ich ja gebrauchte Böden verwendet habe, sind in den meisten Räumen dann andere Böden. Das ist der erste Stuhl, den ich gebaut habe. Da habe ich in der Uni den Werkstattleiter gefragt, ich würde gerne mal lernen, wie man einen Stuhl baut. Und dann hat er mir das gezeigt mit den Verbindungen, wo es drauf ankommt, dass das Möbelstück dann auch stabil ist. Und ja, so ist aus diesem alten Eichebrett nochmal ein schönes Möbelstück entstanden. Das Schlafzimmer ist einer meiner Lieblingsräume. Hier ist der ruhigste Raum im ganzen Haus mit Blick in den Garten und draußen auf die Pferdekoppel.
Ja, es ist ein richtig netter Ort geworden. Ich bin auch sehr froh, mich für die Wohnung entschieden zu haben. Ich habe viel übernommen, habe aber auch viel neu gebaut und das ist für mich ein richtig schönes Zuhause geworden. Das war meine Roomtour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Für weitere spannende Roomtouren klickt hier oder hier und folgt dem Kanal. Tschüss!